Deutsch lernen durch Hören. Ärger mit dem Arbeitsamt. Im Fernsehen läuft nur Blödsinn, denkt Hugo und nimmt die Fernbedienung in die Hand. Er sitzt ohne Hose und mit dreckigem T-Shirt auf der Couch. Um ihn herum stehen viele leere Bierdosen und ein paar leere Pizzakartons. Er war seit ein paar Tagen nicht mehr duschen. Hugo schaltet den Fernseher aus und steht auf. Er zieht eine Hose an und geht in den Supermarkt. Er braucht Bier. Im Supermarkt vermeiden ihn die anderen Menschen, weil er stinkt. An der Kasse möchte er mit seiner Debitkarte bezahlen. Die Kassiererin sieht ihn an und sagt: »Ihre Karte funktioniert nicht. Sie haben nicht genug Geld auf Ihrem Konto.« Das macht Hugo wütend. Er braucht sein Bier. »Das gibt es nicht. Das Arbeitsamt überweist mir jeden Monat fast 1.000 €, schreit er. Die Kassiererin fühlt sich offensichtlich unwohl und ruft den Manager. In diesem Moment nimmt Hugo das Bier und läuft schnell aus dem Geschäft. Er hat es geklaut. Zu Hause zieht er seine Hose wieder aus und schaltet den Fernseher wieder ein. Vielleicht gibt es jetzt eine interessante Sendung. Er hört sein Telefon klingeln und hebt ab. »Was wollen Sie?« fragt er. Eine freundliche Frauenstimme fragt: »Herr Müller, haben Sie schon eine neue Arbeitsstelle gefunden?« Es ist eine Mitarbeiterin des Arbeitsamtes. Hugo lügt und antwortet: »Ja, ich arbeite ab nächster Woche bei der Firma Gruber. Sie brauchen einen Hausmeister. Können Sie mir diesen Monat nochmal Geld überweisen?« »Ich rufe bei der Firma Gruber an. Wenn Sie die Wahrheit sagen, können wir Sie diesen Monat noch unterstützen. Wenn nicht, werden Sie von uns kein Geld mehr bekommen.« Hugo legt auf. Er ist wütend und verzweifelt. Was macht er jetzt nur? Sein Vermieter hat ihm eine SMS geschrieben. »Wieso hast du diesen Monat die Miete noch nicht bezahlt?« fragt er. Hugo spürt den Stress. Er steht auf und stellt sich unter die Dusche. Den Kampf gegen das Arbeitsamt wird er verlieren.